Heute testen wir einen Nissan GT-R. Ein Auto, das durchaus polarisiert. Je nachdem, ob man ein Autofreak ist oder halt nicht so. Hier haben wir zum Beispiel einen Autofreak und seine Reaktion zum Nissan GT-R. Wow, ein Nissan GT-R, wow, 570 PS, 2,8 Sekunden von 0 auf 100, 7 Minuten 29 um den Nürburgring. Wow, Godzilla. Und das ist die Reaktion von einem normalen Menschen, wenn er einen Nissan GT-R sieht. Ist das ein Witz? Nissan GT-R. Ein Nissan für 129'000 Franken. Und was soll der riesige Spoiler? Ey, das Auto, das sieht ja mega komisch aus. Und 4 fette Auspuffrohre. Ein Diffusor. Das Auto ist sicher schnell. Wer zahlt so etwas? Wer zahlt 100'000 Stutz für einen Nissan? Das ist ja Wahnsinn. Von außen betrachtet sind beide Reaktionen nachvollziehbar. Aber der Nissan GT-R ist nicht ein Auto, das man einfach von außen betrachten kann. Das ist ein Auto, das man wirklich erfahren muss. Der Nissan GT-R ist Teil von einer langen Ahnenreihe, was Sportwagen angeht. Die ersten GT-Rs hat Nissan in die 60er Jahre gebaut. Dort waren nun 2000 GT-R, auch bekannt als Hakusuka. Das sind alles Modelle aus der Skyline-Familie, die nur in Japan erhältlich war. Im 1973 haben sie einen zweiten GT-R gemacht, dann war lange eigentlich nichts. In den 80er Jahren haben sie mit dem R32 die neue Generation der GT-Rs gebracht, mit Allradantrieb, mit Reihe 6-Zylinder, Turbomotor. Und das sind Autos, die ziemlich alles querbeet gewonnen haben, alle Meisterschaften, in denen sie mitgemacht haben. Der R32 ist vom R33 ersetzt worden und der R33 am Schluss vom R34. Die erste Bekanntschaft mit dem Nissan GT-R habe ich, wie auch viele andere Leute in meinem Alter, über das Game Gran Turismo gemacht. Dort war der Nissan Skyline GT-R eines der besten Autos und vor allem eines von denen, die am besten zum Fahren sind. Es ist wahrscheinlich, dass aufgrund von Gran Turismo und den folgenden Games sich Nissan wirklich entschieden hat, den neuen GT-R weltweit rauszubringen. Es geht sogar so weit, dass die Entwickler von dem Spiel beauftragt worden sind, zum Grafiken von diesen Zusatzinstrumenten zu gestalten. Das ist jetzt die aktuellste Version des Nissan GT-R. Es hat 570 PS. Als das Auto rausgekommen ist, hat es ursprünglich 470 PS gehabt. Also es hat einen gewissen Modellzyklus durchgemacht, aber man muss auch bedenken, es ist im Grunde genommen immer noch das gleiche Auto. Und das Auto ist 2007 in Japan erstmals rausgekommen, 2008 in Amerika, 2009 in Europa. Mehr oder weniger ist das Auto seit fast 10 Jahren auf dem Markt. Und das merkt man auch. Also das Auto hat keinen adaptiven Tempomat, es hat kein Head-Up-Display, es hat keinen toten Winkelassistent, es hat keine Start-Stopp-Automatik. Und man merkt, er ist nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit. Was er einfach hat, ist ein guter Motor, ein vernünftiges Getriebe und wahrscheinlich das beste Allradsystem, das es in einem Sportwagen überhaupt gibt. Nissan nennt es ATESA, das ist ein Akronym. Das steht für das, was hier steht, weil ich kann es nicht merken. Und es ist brutal. Das Auto ist auch grundsätzlich ein Hecktriebler, kann aber bis zu 50% der Leistung an die Vorderräder übertragen. Und das macht es blitzschnell, computergesteuert. Zudem kann die Leistung zwischen den beiden Hinterrädern verteilt werden. Was dafür sorgt, dass auch immer das Rad, das es am besten braucht, immer die Leistung bekommt. Das Ergebnis davon ist auch ein Auto, das extrem kurvenwillig ist. Ich meine, es ist nicht ein leichtes Auto, es ist etwa 1800 Kilo. Aber wie das Auto in die Kurve geht, es ist einfach nicht normal. Das ist so ein Auto, das macht einem richtig Lust, in einer Kurve noch Gas zu geben, weil der Allradantrieb dann noch hilft, durch die Kurve durchzukommen. Das heisst, wenn man ohne Gas in eine Kurve kommt, dann unterstützt er eher ein bisschen. Wenn man Gas gibt, dann tut einen der Allradantrieb auch rausholen. Vor allem die Art, wie das Auto in eine Kurve hineingeht, wie es einlenkt, wie das Heck mitschwenkt, es ist schon abartig.
und halt wie einem nachher die Leistung aus der Kurve rauskatapultiert. Das ist beeindruckend. Das ist absolut beeindruckend. Mit dem Auto sieht sogar ein Double wie ich aus, als könnte er Auto fahren. Es ist schon absolut beeindruckend. Der Nissan GT-R beschleunigt in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 und das ist kein Katalogangabe, das schafft er wirklich. Ich teste jetzt mal die Launch Control, das muss ich mal demonstrieren. Wahnsinn! Das Auto hat ein 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Das kann man sowohl manuell schalten mit den Pedals am Lenkrad, als auch einfach in die Automatik tun. Wenn man sportlich unterwegs sind, dann sollte man unbedingt von Hand schalten, weil die Automatik ist teilweise ein bisschen träge. Ich demonstriere es jetzt, ich gebe jetzt Vollgas, Kickdown beim 6. Und es geht halt ein bisschen mehr als eine Bedenkzeit, bis er den richtigen Gang verwünscht hat und halt wirklich eine Führerscheinfahrt. Hingegen, wenn man von Hand schaltet, ist alles tipptopp, schaltet genau im richtigen Moment, so wie man es will. Es ist Doppelkupplungsgetriebe, also es gibt keine Wartezeiten. Man kann das Auto halt wirklich gut damit kontrollieren. Für einen Sportwagen fährt sich der GT-R komfortabel. Er hat auch verstellbare Bildsteinstoßdämpfer, die man mit 3 Stufen verstellen kann. Komfort ist auch wirklich akzeptabel. In der normalen Einstellung kann man auch damit fahren, in der R-Einstellung, wenn man wirklich eine gute Straße vor sich hat. Das Interieur ist auch sehr bequem, die Sitze sind sehr bequem. Für meine Verhältnisse ein bisschen schmal geschnitten. Ich bin halt selber ein breiterer Mensch. Ich würde mir wünschen, wenn es ein bisschen breiter gewesen wäre, aber ja nur. Die Sitzposition von mir aus gesehen ein bisschen zu hoch. Ich würde mir wünschen, ich könnte noch 2-3 cm weiter runterkommen. Aber das sind halt so ein bisschen, ja, Kompromisse, die man da machen muss. Das ist also mein Fazit zum Nissan GT-R. Es ist ein schnelles Auto, aber man merkt dem Alter schon ein bisschen an. Es fehlen viele Features und Gadgets, die halt andere Mitbewerber mittlerweile bieten und die es bei Nissan halt einfach nicht gibt. Zudem fühlt sich das ganze Auto ein bisschen mechanischer an. Man spürt es wie mehr. Es vibriert ein bisschen mehr, es ist weniger synthetisch, weniger ovatiert als heutige Mitbewerber. Von dem her kann ich auch nicht wirklich sagen, dass ein Nissan GT-R ein gutes Auto ist. Ich würde eher sagen, ein Nissan GT-R ist ein fantastisches Auto. Die schnelle Kurvenfahrt, sei es auf einer Passstrasse wie hier, sei es irgendwo auf einer Rennstrecke, das ist das, für das das Auto gebaut worden ist. Und das macht es so gut. Und das macht einen richtig süchtig. Das Auto ist perfekt. Sicher, es könnte besser sein, könnte etwas anderes sein. Die Bedienung könnte teilweise ein bisschen logischer sein, die Automatik könnte ein bisschen cooler schalten. Wen interessiert es? Das Auto ist zum Heizen, das Auto ist zum Spaß haben und das macht es einfach wahnsinnig gut. Die Lenkung ist perfekt, die Bremsen sind super, das Fahrverhalten, das Handling genial.
Und zusätzlich hat man halt noch ein bisschen Kofferraum, man hat noch ein bisschen Platz im Interieur. Das ist ein Alltags-Supersportwagen. Was will man noch mehr?